Also wir haben hier die zwei Vorcuts vom M8. Das sind so quasi die Soundkiller schlechthin. Also das ist der Grund, warum sich die Fahrzeuge im Prinzip nicht gut anhören, weil die haben diese Cuts drinnen. Und das sind quasi Katalysatoren für, um den Sound zu ficken. Ich weiß es nicht. Um den Sound zu ficken, genau. Nein, so, wir haben hier vor mir die Vorcuts vom M8, das sind nämlich genau die Soundkiller und das ist der Grund, warum sich die Fahrzeuge eben nicht so gut anhören, warum der Sound einfach komplett für den Arsch ist. Und der Emir wird euch gerade erklären, was das hier ist. ja, das ist Vorcut-Ersatzrohr, wie man hier sieht, vom Durchmesser etwas anders. Leute, die sowas fahren, beziehungsweise die einen M8 oder der Preisklasse was haben, wenn sie keine Möglichkeit haben, eine Software zu machen oder keinen Bock drauf haben oder es einfach nicht haben wollen, gibt es auch einen Umweg. Wenn man die Cuts ausbaut, leuchtet das Auto. Da gibt es eine Kontrollsonde, die ist dahinter. Entschuldigung, das ist die erste Lambda-Sonde, die Gemischregelsonde. Und das ist die Kontrollsonde. Da sieht man einen kleinen Cut bei der Kontrollsonde. Das ist richtig cool. Somit, wenn die Lambda-Sonde weiterhin drinnen ist, so sieht das normalerweise aus. Können wir auch reinleuchten. So sieht der Cut im Ganzen aus. Da gibt es ja noch einen. Das ist die Kontrollsonde, da steckt sie drinnen. Somit, die Abgase gehen noch immer durch einen Katalysator durch, aber nur in einem kleinen Maß. Also und das macht FI, also die stellen uns genau so einen Teil zur Verfügung, damit wir uns aussuchen können, ob wir eben diese Mehrleistung haben wollen oder nicht. Und das ist fein. Das ist richtig geil. Da denken sehr wenige mit bei Downpipes. Also vielen Dank an FA Exhaust an dieser Stelle. Sehr gute Qualität, sehr gut verarbeitet. Und was hast du gesagt vorher? Das Fitment ist? Was bei FA so richtig geil ist, also bezüglich Passgenauigkeit, dabei die ganzen Fahrbahnschellen. Normalerweise muss man da immer dumm biegen, dumm klopfen mit den Haltern bei jedem Downpipe-Hersteller, wirklich. Außer halt bei den höherpreisigen, so wie bei FA. Das ist wirklich, das passt wie original, teilweise sogar besser. Ja, das spricht halt für die Marke. Ja, auch die Verarbeitung, die Schweißnaht, das ist halt richtig gut. Der Patient liegt da mit offenem Herz. Ja. Und Sind wir gerade wartet auf das die Motorsteuergeräte auszulesen. In dem Fall im Bench-Modus. Aus verschiedenen Gründen, so wie Flash-Counter bei den neuen Autos bezüglich Sicherheit beim Flashen. Da kann nichts schief gehen. Über OBD kann eigentlich immer was schief gehen. Das heißt, das Fahrzeug schläft und es bekommt von dem, was hier passiert, absolut nichts mit. Genau. Und das nächste, was ist, bei dem Motor, wir haben zwei Motorsteuergeräte. Einmal das Master- und das Slave-Steuergerät. Ein Motorsteuergerät nur bis 6 Zylinder geht, deswegen gibt es zwei. In dem Fall, da haben wir auch im Log gesehen, wir waren in einem Motorsteuergerät, da haben wir nur gesehen, die Reihe von 1 bis 4. Da waren wir in einem und da gibt es auch das zweite Motorsteuergerät. Wir lesen und schreiben auch beide, damit das auch harmoniert. Das heißt, es wird tatsächlich gemacht, du schreibst zuerst auf die 4 und dann auf die anderen 4 auch? Oder machst du es in einem durch? In einem, auf beide. Steuergeräte gleichzeitig. Okay. Und dann können wir fahren, oder? Ja. Jawohl. Hören wir ihn zum ersten Mal wie ein M8. Also wir hören zum ersten Mal, wie der M8 richtig klingen soll, nämlich genauso wie er aussieht. Böse. Also dauert es noch ein paar Minuten, bis du das alles fährt. Ein paar Minuten gehen wir noch und dann geht's los. Perfekt, also ich freue mich schon. Viel Spaß. Schau ich in Ruhe. Ballert am besten, wenn du ihn komplett aufdrehst, also nicht unbedingt bis 6, 7, aber bis 6 ist. Und was sagt ihr dazu? Das geht, oder? Im Vergleich zu vorher, wo es ein Staubsauger war, ohne Sound, ohne Ballern, ohne gar nichts, das ist richtig, richtig geil. Ja, und vor allem nicht künstlich. Ja, mega. Wow, geil. So geil aus, wenn er kommt von vorne. Schade, dass er das Kennzeichen vorne drauf gehabt hat, weil der schaut so böse aus, wenn er kommt. So tief, so breit, so schwarz, einfach perfekt. Nur laut war er halt nicht. Ich glaube, der hat Komfort drin gehabt. Kein Sport Plus. War er? Ja. Okay. Schau, das ist der Michi. Der Michi übertreibt immer. Und du untertreibst immer. Er ist immer so, wenn es mir schlecht geht, dann übertreibt er, damit er mich in die Höhe zieht. Immer positiv, immer da. Level up. Immer. Hier rausfahren und nach dem Bumper so ein Powerslide wegfahren mit Sound. Kein Problem. Dann machen wir das. Okay, ich probiere es nur einmal, wie es ist. Ja, ich film's einfach. Okay. So, wir testen jetzt, oder? Wir testen jetzt und nicht nur testen, sondern er ist ihn nicht quer gefahren, den er macht, aber wir versuchen, dass er hier
links rausfährt und dich filmt mit dem Handy, während er das macht, und er soll halt ein Powerslide machen, so dass es irgendwie brutal aussieht und auch brutal anhört. Schafft er das, glaubst du, Philipp? Ich glaube, der kann das. Der kann das auf jeden Fall. Ich glaube auch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und wenn er es schafft, dann wird es richtig geil. Dann seht ihr das auf Instagram auf jeden Fall. Passt, oder? Sich gut an. Mitten beim Querfahren kommt irgendeine Verkehrsmeldung auf Rumänisch. Ich denke mir, Alter. Yes! Das war's, Alter. Boah! Das war's, das war richtig krank. Das war richtig. Wow, Emil, das ist ja richtig krank, was du da gemacht hast. Kannst du uns mal kurz erklären, was du alles gemacht hast, was das Fahrzeug für eine Leistung hat, wie viel Newtonmeter, und am besten einfach erklär uns, was du gemacht hast. Ganz easy. Die erste Herausforderung war einmal, die Downpipes reinzubekommen, dass der OPF drinnen bleibt mit den ganzen Differenzzuganschlüsseln. Das haben wir hinbekommen. Da haben wir schön einen Halter geschweißt, einen Anschluss. Die nächste Herausforderung war der schlechte Sprit, so wie wir es vorhin eben auch besprochen haben. Wir haben das Fahrzeug auf den Trailer hergebracht und der war voll betankt von Rumänien noch, wo der Sprit eigentlich relativ schlecht ist. Und Emir hat mir erklärt, dass der Sprit, der eigentlich 95 bzw. 98 Oktan hat in Rumänien, hier äquivalent ist mit 95 Oktan. Es ist ein schlechter Sprit. Und weil er ein schlechter Sprit ist, war es auch eine Herausforderung, mehr Leistung zu machen, weil der den Originaldatenstand die Werte nicht erreicht, was er erreichen hätte sollen. Und wir haben trotz allem eine Mehrleistung von 100 PS und über 100 Newtonmeter. Das werden wir auch einblenden. Also das Auto marschiert richtig gut. Also da seht ihr jetzt, das PDF blendet der Philipp jetzt mal schön ein, damit ihr seht, wie die Leistungskurve jetzt vom M8 aussieht. Und was richtig cool ist, du tankst 100 Oktan oder 102 Oktan und das Fahrzeug passt sich drauf an und dann geht das noch einmal eine Ecke besser. Das heißt, wir haben das vorher schon mal erklärt, aber im Prinzip hat der Emir nicht jetzt eine Standard-Software auf das Auto gepackt, sondern er hat zuerst das Fahrzeug gemessen, was es für Messwerte hat und dementsprechend auch die Leistung angepasst, beziehungsweise die Software so angepasst, dass er nicht die ganze Zeit die Zündung regelt und nicht versucht, die ganze Zeit mehr vorzuzünden und immer zwischendurch minimal klopft. Das ist auf lange Sicht gesehen nicht wirklich praktisch für den Motor, weil irgendwann einmal macht es Bumm und das war's. Egal ob mit Seriensoftware oder mit Mehrleistung, das ist einfach nicht gut. Wie gesagt, in dem Fall gibt es da und hier ein paar Hebel und Tricks, ja, und das kann halt und macht halt nicht jeder. Es nimmt sich jeder die Zeit, um für dich eben eine individuelle Software zu schreiben, je nachdem, was das Fahrzeug für Daten ausspuckt, sondern es gibt meistens eine Software, derjenige spielt das aufs Auto, egal was für Werte das Fahrzeug von Anfang an gehabt hat. Und das wird einfach drüber gebraten, egal, da werden nicht mal Fehler speichert. Das Auto hat zwar 2000 Kilometer drauf, aber ich habe trotzdem alles davor abgecheckt und durchgeschaut, ob wirklich alles in Ordnung ist, weil vom Werk aus passieren auch Fehler. Wir Menschen sind ja auch nur Menschen. Genau. Und das ist eben eine Software, die individuell gefertigt wird, eben in dem Fall speziell für mein Fahrzeug, angepasst an die Daten, die es vorher ausgespuckt hat, und das ist halt, wie man es richtig macht. So macht man es richtig und nicht anders. Alles andere ist Bullshit und alles andere ist kommerziell. Das ist so, wie wenn du geile Musik hörst und kommerzielle Musik. Und ich finde das genial von dir, dass du nicht nur die Kenntnisse hast, das zu machen, zum einen, weil das eigentlich bewundernswert ist, für mich zumindest, weil ich verstehe aus diesen Daten, die du mir gezeigt hast, eigentlich wenig, außer wenn du es mir erklärst und dann wird es richtig verständlich, sondern auch die Tatsache, dass du dir Zeit genommen hast und ich glaube 3 Tage hat er an den Wagen jetzt gearbeitet. Ja. Okay, wir haben ein bisschen gefilmt auch und wir haben ein bisschen geblödelt, was auch dazugehört, aber im Prinzip... Also effektive 2 Tage Arbeitszeit. Das ist halt geil, also da würde ich jederzeit bei absolut jedem Fahrzeug eine Software machen, weil ich mir keine Gedanken machen muss, dass das nach hinten losgeht. Ja, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, das Auto wird vorher durchgecheckt mit Software, also die Software wird angepasst, zwischendurch immer werden Logs gefahren und alles abgecheckt und dann, wenn alles fertig ist, wenn die Leistung passt und die Zeiten passen, die Beschleunigungszeiten, 5,9 Sekunden mit den großen, schweren Rädern, Reifen, Felgen. Das Auto ist eine Macht, das hat über 2 Tonnen und das hat 5,9 Sekunden. Das ist einfach alles überdimensioniert. Von einem Sitz bis zur Felge, Bremssattel, das ist einfach alles groß und verdammt schnell. Das ist super Sport. Und ihr habt gesehen, wie das Ding quer geht und wie du das Ding mit dem Ding ballern kannst. Das ist ein geiles Auto. Ja. Ich danke dir jedenfalls für alles. Sehr, sehr gerne. Es ist ja auch so gewesen, dass ich überrascht davon war,
wie ich empfangen worden bin. Also das ist auch nicht selbstverständlich, dass man irgendwo reinkommt und so behandelt wird, eben wie ein Kunde behandelt werden soll. Und das weiß ich persönlich sehr zu schätzen und danke dir dafür. Sehr gerne. Und ich würde es wirklich nicht nur, weil wir es jetzt gemacht haben, sondern ich würde es echt jedem empfehlen. Also wenn ihr wirklich eine gute Software für euer Auto wollt und nicht unbedingt sparen möchtet, aber euch auf das Fahrzeug auch verlassen könnt, wenn er optimiert ist, kommt her. Emil ist für euch da und ich glaube, selbst wenn er so viel zu tun hat, ich war ja da und sein Handy, dass ich mich wundert, wie er das überhaupt noch auf die Beine kriegt, auf die Reihe kriegt. Er macht's und er macht's auch gut. Vielen Dank. Und ja, vielen Dank an dich und ich bedanke mich auch an euch, dass ihr zugeguckt habt. Es war ein etwas anderer Vlog mit etwas mehr Informationen, wo ihr auch etwas daraus lernen könnt, wie so eine Software überhaupt entsteht. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis bald. Ciao. Ciao.